Hallo und herzlich willkommen zum ersten Online-Vortrag der Kinderuni Göttingen in diesem Semester. Aufgrund der aktuellen Corona-Situation können die Vorlesungen leider nicht wie üblich im Hörsaal stattfinden. Stattdessen haben wir wie im letzten Semester für euch 4 Online-Vorlesungen vorbereitet, in denen wir mit euch über spannende Themen reden werden. Auf dieser Tabelle seht ihr eine Übersicht über alle Vorträge. Heute werden wir uns das große Mysterium der schwarzen Löcher genauer anschauen. Beim nächsten Mal, am 30.06., soll es dann um die Frage gehen, ob Sport wirklich Mord ist, bevor wir am 14.07. die Geschichte und Entwicklung der Schrift unter die Lupe nehmen. Zuletzt befassen wir uns mit den Schattenseiten der grünen Superfrucht Avocado, von der man ja eigentlich glaubt, dass sie uns sehr gut tut. Mal schauen, was dabei herauskommt. Bis dahin soll es heute aber erst einmal um schwarze Löcher gehen. Für diesen Vortrag braucht ihr etwas Zeit und Ruhe. Sucht euch also am besten einen gemütlichen Platz und um den Ton gut verstehen zu können, könnt ihr gerne Kopfhörer benutzen. Falls ihr euch zwischendurch etwas aufschreiben wollt, benötigt ihr außerdem Schreibmaterial. Das könnt ihr jetzt auch gerne noch holen. Drückt dafür einfach kurz auf den Pause-Button unten links. So, und jetzt kann es losgehen. Viel Spaß dabei! In den Tiefen unseres Weltalls wimmelt es nur so vor spannenden und außergewöhnlichen Objekten. Von unserer eigenen Galaxie, der Milchstraße, über gigantisch leuchtende Nebel bis hin zu riesengroßen Sternen berichten Forscher und Forscherinnen fast täglich von neuen Entdeckungen. Einige dieser Entdeckungen kann man sich zum Beispiel im Max-Planck-Institut für Sonnensystemerforschung in Göttingen anschauen. Mittlerweile kennen wir uns schon ganz gut an unserem Himmelszelt aus, doch einige Objekte sorgen seit ihrer Entdeckung vor über 100 Jahren immer noch für ratlose Blicke und rauchende Köpfe: die schwarzen Löcher. Was ist ein schwarzes Loch? Woraus besteht es? Und warum nennt man es ein Loch? Um uns all diese Fragen zu beantworten, müssen wir erst einmal wissen, wie es um unsere Erde herum so aussieht und was für Objekte es im Weltall gibt. Unsere Erde ist ein Planet, der sich zusammen mit mehreren anderen Planeten, wie dem Jupiter oder dem Saturn, um unsere Sonne dreht. Unsere Sonne ist ein Stern und unsere Sonne, zusammen mit ihren Planeten, nennt man ein Sonnensystem. Um unser Sonnensystem herum befinden sich ganz viele andere Sterne. Mit all diesen Sternen, die wir am Himmel sehen können, und vielen mehr, teilen wir uns unsere Galaxie, die Milchstraße. Eine Galaxie ist nichts anderes als ein riesiger Haufen Sterne, der sich meist in einer flachen Spiralform befindet. Das Ganze kann man sich auch als Scheibe vorstellen. Wenn wir in einer klaren Nacht an den Himmel schauen, können wir einen breiten, hellen Streifen sehen. Das ist unsere Galaxie, die Milchstraße. Das Leuchten, was wir dann sehen, wird von Tausenden von Sternen verursacht, die sehr weit weg sind, weshalb wir sie nicht mehr als Lichtpunkt sehen können. Gerade haben wir gelernt, dass die Milchstraße eine Scheibe ist. Warum sehen wir dann aber einen breiten Streifen, wenn wir an den Sternenhimmel schauen? Das liegt daran, dass wir von der Seite auf die Milchstraße gucken. Das kann man sich vorstellen wie bei einem Topfdeckel, der auch erstmal eine Scheibenform hat. Wenn wir aber von der Seite auf den Topfdeckel gucken, sehen wir auch einen breiten Streifen. Im Weltall gibt es eine gigantische Anzahl an Galaxien, die wiederum sehr viele Sterne besitzen, von denen die meisten wieder einige Planeten haben, die um sie herumdrehen. Wenn wir uns versuchen, das alles vorzustellen, merken wir, dass wir im Vergleich ziemlich klein sind. Einheiten, die wir benutzen, um für uns übliche Geschwindigkeiten und Entfernungen zu messen, wie zum Beispiel Kilometer pro Stunde oder der Kilometer selbst, reichen im Weltall häufig nicht aus oder sind sehr unpraktisch. Unsere Galaxie hat zum Beispiel einen Durchmesser von fast 2 Trillionen Kilometern. Das ist eine 2 mit 18 Nullen dran. Da ist man nicht nur sehr lange mit den Nullenschreiben beschäftigt, man kann es sich auch gar nicht so gut vorstellen. Also brauchen wir andere, größere Einheiten. Um Geschwindigkeiten zu messen, benutzt man im Weltall die Lichtgeschwindigkeit. Das ist, wie der Name schon sagt, die Geschwindigkeit, mit der sich Licht bewegt. Zwar kommt es uns so vor, als wäre das Licht sofort da, wenn wir den Schalter bedienen, das liegt aber nur daran, dass es zu schnell für unser Auge ist. Licht bewegt sich nämlich mit 300.000 Kilometern pro Sekunde fort. Das ist so schnell, dass Licht es in einer Sekunde schaffen würde, die Erde 7-mal zu umrunden, also unglaublich schnell. Kommen wir zur nächsten Einheit, die man im Weltall benutzt, dem Lichtjahr. Wie wir schon an der Größe unserer Galaxie gemerkt haben, ist unser Universum gigantisch groß und wir brauchen eine Einheit,
mit der wir diese Entfernung darstellen können. Dazu haben sich Wissenschaftler das Lichtjahr ausgedacht. Ein Lichtjahr ist die Entfernung, die Licht in einem Jahr zurücklegt. Jetzt haben wir ja gerade eben erfahren, dass Licht super schnell ist. Daher ist die Entfernung auch gigantisch groß, die Licht in einem Jahr zurücklegt. Genau gesagt sind es fast 10 Billionen Kilometer. Das ist eine 10 mit 12 Nullen dran, also wieder eine sehr große Zahl. Unsere letzte kosmische Einheit misst das Gewicht von Objekten im Weltall. Hier auf der Erde benutzen wir als Gewichteinheiten Kilogramm oder Tonnen. Ein Kilogramm ist zum Beispiel das Gewicht einer vollen Milchtüte und eine Tonne sind 1000 Kilogramm und etwa das Gewicht eines kleinen Autos. Für Himmelskörper wie zum Beispiel Sterne benötigt man aber sehr viel größere Einheiten. Dazu haben sich Wissenschaftler die Sonnenmasse ausgedacht. Das ist das Gewicht unserer Sonne. Damit wir uns darunter etwas vorstellen können: Unsere Sonne ist etwa 350.000 Mal so schwer wie unsere Erde. Oder um einen anderen Vergleich zu zeigen: Wenn die Sonne so schwer wie ein erwachsener Mensch wäre, dann wäre die Erde so schwer wie ein Sandkorn. Schauen wir uns nun die gerade gelernten Einheiten praktisch an. Dazu benutzen wir die Seite Die Größenverhältnisse des Universums. Zunächst sehen wir hier einen Meter und die Größe eines normalen Erwachsenen. Wenn wir jetzt weiter herauszoomen, sehen wir, wie groß ein Blauwal wäre, dann der Eiffelturm und jetzt sehen wir, wie groß ein Kilometer ist. Das ist der graue Kreis in der Mitte. Zoomen wir weiter heraus, sehen wir den Mount Everest, der etwa 6 Kilometer hoch ist. All das ist aber noch nichts im Vergleich zu Planeten oder Sternen. Wir zoomen also weiter heraus, bis wir über die kleinen Planeten Merkur und Mars bei der Größe der Erde landen. Jetzt müssen wir wieder eine ganze Weile herauszoomen, bis wir nun die Entfernung zwischen der Erde und dem Mond sehen können. Nun noch ein kleines Stückchen und links sehen wir hier unsere Sonne, das Zentrum unseres Sonnensystems. Doch wir sind immer noch lange nicht bei unserer neuen Einheit, dem Lichtjahr, angekommen. Also zoomen wir weiter heraus. An der Entfernung zwischen der Erde und der Sonne vorbei, bis zur Größe unseres Sonnensystems. Oben sehen wir nun die Entfernung, die Licht an einem Tag zurücklegt. Wir müssen also noch weiter zoomen. Wir passieren einige kosmische Nebel, nachdem wir nun nach einer langen Reise in der Einheit ankommen, die wir gerade kennengelernt haben, dem Lichtjahr. Bevor wir uns jetzt mit diesem Wissen den schwarzen Löchern widmen, zoomen wir noch einmal ganz weit heraus, bis wir schließlich bei unserer Galaxie, der Milchstraße, landen. Wow, das war ja wirklich eine lange und weite Reise. Unglaublich, wie weit wir herauszoomen mussten, bis wir endlich die Größe unserer Galaxie erreicht haben. Wenn man sich jetzt noch vorstellt, dass es 1 Billion Galaxien in unserem Universum gibt, ist es wirklich unvorstellbar groß. Im Vergleich dazu sind wir Menschen wirklich winzig klein. Aber okay, zurück zum eigentlichen Thema. Die Größenverhältnisse habe ich jetzt begriffen. Können wir uns jetzt endlich den schwarzen Löchern widmen? Fast. 2 wichtige Eigenschaften im Universum müssen wir uns noch anschauen. Die erste Eigenschaft ist eine der wichtigsten Grundregeln der Physik: die Gravitation. Vielleicht erinnern sich noch manche von euch aus dem Vortrag aus dem letzten Semester, in dem es um die Erdbeschleunigung ging, an die folgende Regel: Alle Objekte im Universum, die etwas wiegen, also alle Massen, ziehen sich an wie Magneten. Die Anziehungskraft einer Masse ist umso größer, je schwerer die Masse ist. Ein Fußball zum Beispiel hat eine ganz geringe Anziehungskraft, die Erde dagegen eine sehr viel größere und die Sonne eine noch größere. Außerdem ist die Anziehungskraft umso größer, je näher sich 2 Körper sind. Es kommt dabei auf die Entfernung zwischen den beiden Mittelpunkten der Massen an. Beispielsweise zieht zwar die Sonne die Erde sehr stark an, da sie im Universum recht nah an der Erde ist. Andere Sterne dagegen haben eine sehr viel geringere Anziehungskraft auf die Erde, auch wenn sie genauso schwer sind wie die Sonne, also die gleiche Masse haben, weil sie viel weiter weg von der Erde entfernt sind. Zusammengefasst: Alle Massen im Universum ziehen sich gegenseitig an. Diese Anziehungskraft steigt, wenn die Massen größer sind oder wenn sie sich sehr nahe sind. Falls ihr das noch etwas genauer verstehen wollt, schaut euch gerne noch einmal das Video zum Thema Erdbeschleunigung an. Ihr findet es in der Playlist der Kinderuni im YouTube-Kanal der Uni Göttingen.
Die zweite Eigenschaft, die wir brauchen, um schwarze Löcher zu begreifen, ist etwas schwerer zu verstehen. Es geht dabei darum, dass Zeit nicht überall in unserem Universum gleich schnell vergeht. Dafür stellen wir uns Folgendes vor. Wir bauen uns ein Raumschiff, an das wir außen eine große Uhr befestigen. Mit diesem Raumschiff fliegen wir jetzt ganz nah an einem sehr großen Planeten vorbei. Für uns im Raumschiff vergeht die Zeit ganz normal. Wir merken keinen Unterschied. Wenn aber auf der Erde jemand durch ein Fernrohr die Uhr abliest, die sich an unserem Raumschiff befindet, so würde für ihn diese Uhr langsamer laufen als eine vergleichbare Uhr auf der Erde. Das liegt wieder an der letzten Regel, der Anziehungskraft von Massen. Je näher wir uns an der Masse befinden, oder je größer die Masse ist, desto langsamer vergeht die Zeit bei uns von einem außenstehenden Beobachter betrachtet. Auf uns in unserem Raumschiff bezogen heißt das, dass wenn wir weiter von dem Körper wegfliegen, vergeht die Zeit auf unserer Raumschiffuhr für den Beobachter von der Erde wieder schneller. Oder andersherum, wenn wir uns einen noch schwereren Planeten suchen, vergeht die Zeit auf unserer Raumschiffuhr wieder langsamer von der Erde aus betrachtet. Auweia, da schwirrt einem ja der Kopf vor all dem ganzen Wissen. Das reicht aber jetzt erst einmal. Befassen wir uns also endlich mit dem Geheimnis der schwarzen Löcher und schauen, ob wir das Rätsel lösen können. Schwarze Löcher entstehen meist, wenn ein Stern, der mehr als 16 Sonnenmassen besitzt, also 16 mal so schwer wie die Sonne ist, sein Lebensende erreicht. Wenn ein solcher Stern stirbt, explodiert er und schleudert dabei einen Großteil seiner Masse in das Universum. Diese Explosion nennt man eine Supernova. Alle übrigen Teile des Sterns, die nicht weggeschleudert wurden, werden nun in die Mitte des Sterns zusammengezogen. Dabei ist die Anziehungskraft so groß, dass diese Teile unendlich stark zusammengedrückt werden auf einen winzig kleinen Punkt. Das ist für uns Menschen kaum noch vorstellbar. Oder könnt ihr euch zum Beispiel unsere gesamte Erde verdichtet auf die Größe eines winzigen Sandkorns vorstellen? Diesen winzigen kleinen Punkt, in dem sich nach der Supernova diese riesige Masse befindet, nennt man eine Singularität. Um diese Singularität herum bildet sich nun das schwarze Loch. Wir haben ja vorhin gelernt, dass je größer eine Masse ist, desto größer ist ihre Anziehungskraft. Außerdem ist diese Anziehungskraft umso größer, je näher man sich dem Mittelpunkt der Masse befindet. Die Singularität hat aufgrund ihrer gigantischen Masse und gleichzeitig winzigen Größe eine unglaublich große Anziehungskraft. Diese Anziehungskraft verschlingt alle Materie, die sich um die Singularität herum befindet, verdichtet so die Masse der Singularität noch weiter und erzeugt somit das schwarze Loch. Jetzt wissen wir also schon einmal, warum man schwarze Löcher Löcher nennt. Alles in der näheren Umgebung wird angezogen und verschwindet sozusagen in der Singularität, so als ob sich dort ein Loch befinden würde. Aber warum nennt man schwarze Löcher schwarz? Dazu müssen wir zuerst verstehen, wie Licht funktioniert. Wenn wir einen Körper sehen, der selbst kein Licht produziert, zum Beispiel eine Gurke, dann sehen wir die Gurke, weil sie von einer Lichtquelle beleuchtet wird. Das Licht wird dann von der Lichtquelle an der Gurke reflektiert und erreicht dann unser Auge. Beim schwarzen Loch dagegen ist die Anziehungskraft so unglaublich groß, dass das schwarze Loch nicht nur die Materie in seiner Umgebung anzieht, sondern sogar alles sichtbare Licht. Das Licht wird also sozusagen eingesogen und verlässt den Anziehungsbereich des schwarzen Lochs nie mehr. So erreicht es nie unser Auge, deswegen sehen wir nichts und nennen es schwarzes Loch. Die Grenze, ab der man nichts mehr sehen kann, nennt man Ereignishorizont. Dieser Ereignishorizont umgibt die Singularität wie eine Kugel und beschreibt den Bereich, aus dem weder Materie noch Licht jemals wieder den Anziehungsbereich des schwarzen Lochs verlassen wird. Wenn wir direkt vor einem schwarzen Loch stehen würden, sähen wir auf der Fläche dieser Kugel gar nichts, nur komplette Dunkelheit. Deswegen nennt man also schwarze Löcher schwarze Löcher. Logisch, wo es kein Licht gibt, ist es dunkel, also schwarz. Jetzt habe ich aber gehört, dass es Forschern vor 2 Jahren gelungen ist, ein Foto von einem schwarzen Loch zu machen. Wie kann man denn ein Foto von etwas machen, was man nicht sieht? Hier seht ihr erst einmal das Foto. Der schwarze Kreis in der Mitte ist das schwarze Loch selbst,
bzw. sein Ereignishorizont. Aber konzentrieren wir uns auf den leuchtenden Ring und dessen Ursache. Wenn sich Materie an ein schwarzes Loch annähert, wird sie davon angezogen. Stellen wir uns nun einmal vor, dass Materie sich auf einer Bahn bewegt, die am schwarzen Loch vorbeiführt. Sobald die Materie sich dem schwarzen Loch nun nähert, wird sie davon angezogen. Die Anziehungskraft reicht aber auf weite Entfernung nicht aus, um die Materie direkt in den Ereignishorizont zu ziehen. Stattdessen wird die Materie nun um das schwarze Loch herumgezogen und wird dabei immer schneller, bis sie schließlich den Ereignishorizont erreicht und vom schwarzen Loch verschluckt wird. Das kann man sich so vorstellen wie bei einem Spendentrichter. Je näher die Münzen dem Zentrum kommen, desto schneller werden sie. Auch mit der Materie, die vom schwarzen Loch angezogen wird, verhält es sich so. Die Materie wird von der Anziehungskraft des schwarzen Lochs beschleunigt, je näher sie sich dem Ereignishorizont nähert. Dabei wird sie unglaublich schnell und erreicht fast die halbe Lichtgeschwindigkeit. Wenn jetzt eine große Menge an Materie sich mit dieser großen Geschwindigkeit um ein schwarzes Loch dreht, reiben die einzelnen Teile sehr doll aneinander. Und Reibung erzeugt Energie. Das kennt man ja, wenn man zum Beispiel die Hände ganz schnell aneinander reibt, wird diese Energie in Wärme umgewandelt und die Hände werden sehr schnell heiß. Bei der Materie, die sich um das schwarze Loch dreht, wird die Energie, die aus der Reibung zwischen den einzelnen Teilen entsteht, zwar auch in Wärme, aber auch in Licht, also Strahlung, umgewandelt. Diese Strahlung ist das, was wir auf diesem Foto sehen. Eine sehr große Menge an Materie dreht sich mit einer großen Geschwindigkeit um ein schwarzes Loch und erzeugt so einen Ring. Dieser Ring gibt aufgrund der Reibung Strahlung ab. Diese Strahlung haben Forscher auf der Erde mit 8 verschiedenen Teleskopen aufgenommen und daraus dieses Bild erzeugt. Falls ihr euch jetzt fragt, warum es unten so viel heller ist als oben, das liegt daran, dass wir nicht genau von oben auf den Ring schauen, sondern leicht schräg. Der untere Teil ist uns näher, also heller, während der hintere Teil weiter weg und daher dunkler ist. Jetzt noch ein paar Fakten zu dem schwarzen Loch auf diesem Foto. Dieses schwarze Loch ist eines der massereichsten schwarzen Löcher, die wir kennen, und zählt daher als supermassives schwarzes Loch. Sein wissenschaftlicher Name ist Messier 87. Messier 87 hat eine Masse von etwa 6 Milliarden Sonnenmassen. Das ist wieder einmal schwer vorzustellen. Als Vergleich: Wenn unsere Sonne so schwer wie eine Stecknadel wäre, dann wäre Messier 87 ungefähr so schwer wie 2 Blauwale zusammen. Der Ereignishorizont von Messier 87, also der Bereich, aus dem keine Materie und kein Licht mehr der Anziehungskraft des schwarzen Lochs entkommen kann, ist dementsprechend auch gigantisch groß. Mit 20 Milliarden Kilometern ist er mehr als doppelt so groß wie die Umlaufbahn der Planeten unseres Sonnensystems. Müssen wir uns irgendwann Sorgen machen, dass dieses supermassive, gigantisch große schwarze Loch uns und unsere Erde verschlingt? Nein, wirklich nicht. Denn es ist 55 Millionen Lichtjahre von der Erde entfernt. Das bedeutet, dass das Licht von Messier 87 55 Millionen Jahre reisen muss, bis es uns erreicht. Das ist natürlich schwer vorzustellen. Machen wir also ein kleines Gedankenexperiment. Schauen wir uns unseren Zeigefinger an und stellen uns vor, dass von weit weg betrachtet hier die Erde und hier die Sonne ist. Aber wo wäre jetzt Messier 87 in diesem Gedankenexperiment? Um Messier 87 zu finden, müssten wir von unserer Erde immer weiter in diese Richtung, bis zum Mond und wieder zurück und wieder bis zum Mond und wieder zurück und wieder bis zum Mond und das Ganze 350 Mal. Und erst dann würden wir Messier 87 finden. Also wirklich, wirklich, wirklich weit weg. Fassen wir jetzt also noch einmal alles zusammen, was wir jetzt gelernt haben. Unsere Erde dreht sich zusammen mit mehreren anderen Planeten um einen Stern, die Sonne. Dieses System aus Planeten und dem Stern in der Mitte nennt man ein Sonnensystem. Unser Sonnensystem befindet sich mit vielen anderen Sternen zusammen in der Milchstraße, unserer Galaxie, die eine spiralförmige Scheibe aus ganz vielen Sternen ist. Schwarze Löcher entstehen, wenn ein Stern stirbt. Dann explodiert er und diese Explosion nennt man eine Supernova. Dabei wird ein Großteil der Masse des Sterns in den Weltraum geschleudert. Die verbleibende Masse
kollabiert zu einem winzigen kleinen Punkt, den man die Singularität nennt. Die Singularität bildet das Zentrum eines schwarzen Lochs. Die Singularität hat eine unglaublich große Anziehungskraft und zieht deshalb auch Licht an. Deshalb nennt man es auch ein schwarzes Loch, weil wir ohne Licht nicht sehen können. Die Grenze, aus der keine Materie und kein Licht mehr der Anziehungskraft des schwarzen Lochs entkommen kann, nennt man Ereignishorizont. Der Ereignishorizont umgibt die Singularität wie eine Kugel. Um ein schwarzes Loch sammelt sich häufig auch eine große Menge an Materie, die um das schwarze Loch herumkreist. Diese Materie bildet häufig einen Ring, der sich sehr schnell bewegt und dabei durch die Reibung zwischen der Materie strahlt und für uns so sichtbar wird. An der Stelle noch ein kleiner Hinweis. Alles, was wir so gelernt haben, gilt nur für schwarze Löcher, deren Singularität sich nicht dreht. Sobald sich die Singularität und damit das gesamte schwarze Loch dreht, wird es noch einmal sehr viel komplizierter. Jetzt wissen wir also, was ein schwarzes Loch ist und wie es entsteht. Bleibt also noch eine Frage zu klären. Was würde passieren, wenn wir in ein schwarzes Loch hineinfallen? Dazu machen wir wieder ein Gedankenexperiment. Wir fliegen mit einem Raumschiff zu einem schwarzen Loch. Weit außerhalb des Ereignishorizonts steigen wir aus dem Raumschiff aus und lassen uns anziehen. Jetzt passiert das, was wir gelernt haben. Wir bewegen uns immer näher auf eine sehr große Masse zu. Also vergeht unsere Zeit für einen außenstehenden Beobachter immer langsamer, je näher wir dem schwarzen Loch sind. Sagen wir also, wir haben einen Freund im Raumschiff, der uns, bevor wir ausgestiegen sind, eine große Uhr in die Hand gedrückt hat. Beobachtet uns dieser Freund, wie wir uns auf das schwarze Loch zubewegen, so würde für ihn unsere Uhr langsamer laufen als eine vergleichbare Uhr im Raumschiff. Das führt zu einem witzigen Effekt. Entscheiden wir uns auf halbem Weg um und haben genug vom schwarzen Loch und kehren deswegen wieder zurück zum Raumschiff, dann wäre unser Freund in der Zwischenzeit schneller älter geworden als wir. Aber zurück zu unserem eigentlichen Vorhaben: in das schwarze Loch fallen. Wir nähern uns also immer mehr dem Ereignishorizont. Dabei fallen wir mit den Füßen zuerst. Was nun passiert, hängt von der Größe des schwarzen Lochs ab. Bei einem eher kleinen schwarzen Loch ist die Anziehungskraft auf unsere Füße größer als die Anziehungskraft auf unseren Kopf. Deshalb zieht sich unser Körper auseinander und wird immer länger und schmaler. Diesen Vorgang nennt man die Spaghettifizierung, weil wir nach einer kurzen Dauer so schmal wie eine Spaghetti werden. Den Eintritt in den Ereignishorizont würden wir sehr wahrscheinlich nicht mehr erleben. Bei einem größeren schwarzen Loch tritt dieser Effekt nicht auf und wir würden es vielleicht sogar schaffen, bis zum Ereignishorizont zu kommen. Sobald wir den Ereignishorizont passiert haben, beginnt der Bereich der wissenschaftlichen Spekulation. Wir können noch gar nicht wissen, was dann passiert, sondern nur Vermutungen anstellen. Im Moment wird vermutet, dass innerhalb des Ereignishorizonts unsere Vorstellung von Raum und Zeit so hinüber wären, dass sogar richtige Zeitreisen möglich wären. Es ist also ganz gut, dass nichts mehr dem Ereignishorizont entkommt. Sonst müssten wir uns mit Dingen wie Zeitreiseparadoxa und anderen universumsbedrohenden Problemen beschäftigen. Dann wissen wir jetzt also auch, was passiert, wenn man in ein schwarzes Loch fällt. Bei einem kleineren schwarzen Loch wird man lang und dünn wie eine Spaghetti. Bei einem größeren erreicht man sogar vielleicht den Ereignishorizont, in dem dann Raum und Zeit komplett verrückt spielen. Angst brauchen wir aber nicht vor schwarzen Löchern zu haben. Das nächste schwarze Loch ist 1000 Lichtjahre entfernt, also weit genug, dass wir uns darum wirklich keine Sorgen zu machen brauchen. Zum Abschluss gibt es nun noch ein kleines Gewinnspiel, bei dem ihr tolle Preise gewinnen könnt. Um daran teilzunehmen, messt die Zeit, die Licht brauchen würde, um von eurem Zuhause zu eurem am weitesten entfernten Urlaubsort zu reisen. Vergleicht das Ergebnis dann mit der Zeit, die ihr gebraucht habt, um dorthin zu reisen, und postet eure Antworten einfach auf der Facebook-Seite der Kinderuni Göttingen oder schickt uns eure Antwort per E-Mail an kick@kinder.uni-göttingen.de, um am Gewinnspiel teilzunehmen. Ich zeige euch einmal kurz, wie man das alles ausrechnet. Mein am weitesten entfernter Urlaubsort war das Land Togo auf dem Kontinent Afrika. Um die Entfernung zwischen meinem Zuhause und Lomé, der Hauptstadt von Togo, herauszubekommen, benutze ich die Website luftlinie.org. Als Start gebe ich Göttingen und als Ziel
Lomé in Togo ein. Daraufhin berechnet mir die Website, dass die Luftlinie 5105,73 Kilometer beträgt. Damit haben wir also die Strecke, die mit S abgekürzt wird. Als nächstes benötige ich die Lichtgeschwindigkeit, die wir mit c abkürzen. Die beträgt ja, wie wir wissen, 300.000 Kilometer pro Sekunde. Um jetzt die Zeit, die wir mit t abkürzen, herauszubekommen, muss ich einfach die Strecke, also 5105,73 Kilometer, durch 300.000 Kilometer pro Sekunde teilen. Dazu benutze ich am besten einen Taschenrechner und herauskommt 0,017 Sekunden. Hier seht ihr auch noch einmal die Formel zur Berechnung der Zeit, in der ich die Kürzel benutzt habe. Ich habe damals mit dem Flugzeug etwa 7 Stunden gebraucht. Wenn man die beiden Zeiten miteinander vergleicht, merkt man, wie schnell Licht tatsächlich ist. Zum Abschluss poste ich meinen Urlaubsort mit den beiden Zeiten noch auf die Facebook-Seite der Kinderuni Göttingen oder verschicke die Daten an die E-Mail-Adresse kick@kinder.uni-göttingen.de. Und schon bin ich beim Gewinnspiel dabei. Ihr habt dazu Zeit bis zum 21.06.2021 um 18 Uhr und die Gewinner werden kurz darauf unter allen Teilnehmern ausgelost und bekannt gegeben. Viel Glück! Bei uns geht es in 2 Wochen am 30.06. weiter mit der Frage, ob Sport wirklich Mord ist. Bis dahin, tschüss und bis zum nächsten Mal bei der Göttinger Kinderuni.